Hallo Luftfahrtbegeisterte, ich bin Thorsten, ein Real-Life Airbus-Pilot und herzlich willkommen auf meinem Kanal. Dieses Video soll ein Zusatz sein zu meinem erst kürzlich veröffentlichten Video über die Flugpläne. Hier geht es um die sogenannten Zulu- und Yankee-Flugpläne und dafür gehen wir in den Briefingraum. Nach meinem letzten Video bin ich auf Discord angesprochen worden, ob ich nicht ein weiteres Video machen könnte, wo ich diese beiden Arten anspreche. Was sind denn nun sogenannte Yankee- oder Zulu-Flugpläne? Ein Yankee-Flugplan ist ein Flugplan, der mit IFR startet, aber mit VFR endet, mit einer sogenannten IFR Cancellation. Und ein Zulu-Flugplan ist ein Flugplan, der VFR startet, aber IFR endet, mit einem sogenannten IFR Pickup. Selbstverständlich werde ich die wichtigsten Sachen nochmal unten in die Videobeschreibung reinstellen. Wir stehen hier in Berlin und wollen einen Flug von Berlin nach Egelsbach durchführen. Das bedeutet, wir werden in Berlin IFR starten, werden den Flug auch IFR durchführen. Kurz vor Egelsbach müssen wir natürlich schauen, dass die Sichtflugwetterbedingungen gegeben sind und dann werden wir diesen Flugplan canceln und VFR nach Egelsbach fliegen. Dazu benutzen wir wieder das Programm SimBrief. Jedoch werden wir in dieser Folge nicht über jeden einzelnen Punkt sprechen. Das habe ich im vorhergehenden Video gemacht. Wenn du dies noch nicht gesehen hast, dann geh bitte zurück und schau dir das Video an. Wir fangen an, indem wir den Abflug aus Berlin machen. Den Anflug machen wir in Egelsbach, EDFE. Leider ist hier die King Air 350 nicht aufgeführt. Warum, weiß ich nicht. Für unser Szenario nehmen wir jetzt mal die King Air 200. Dann werden alle Sachen ausgefüllt von der King Air 200. Das Kennzeichen machen wir jetzt Delta Echo Delta Tango Juliet. Und die Flugpläne lassen wir auch so. Und die IFR Rules ändern wir von IFR nach VFR um. Und Scheduled Flight wird dann umgeändert in General Aviation. Dann sehen wir auch unsere geplante Blockzeit von 1 Stunde und 35 und die Strecke ist ausgerechnet worden. Wenn wir näher ranzoomen, dann sehen wir auch, dass die Strecke zwischen Egelsbach und Frankfurt endet. Und das wird auf jeden Fall ein Problem mit dem Anflug in Frankfurt werden. Dementsprechend nehmen wir uns noch ein zweites Tool zur Hilfe. Und zwar nehmen wir uns noch Navigraph zur Hilfe. Hier sehen wir Berlin und hier sehen wir Egelsbach. Da möchten wir hin. Wenn ich hier ranzoome, sehe ich auch unter den VFR-Bedingungen die An- und Abflugrouten von Egelsbach. Und ich sehe auch, wenn ich etwas genauer mich umschaue, dass hier das Charlie VOR ist. Dementsprechend könnten wir eigentlich unsere Route bis Charlie VOR machen und könnten bei Charlie VOR diese sogenannte IFR Cancellation durchführen, um dann weiter unter Sichtflugbedingungen, zum Beispiel über Echo, Yankee oder über Kilo nach Egelsbach einzufliegen. Wie stellen wir das hier nun ein? Route mit Zulu 117 und dann Oddloon können wir nehmen, aber wir sagen jetzt hier, er soll bitte Punkte in den Flugplan mit einbauen. Und da sagen wir jetzt CHA für Charlie VOR. Und jetzt machen wir nochmal Find Route. Und jetzt haben wir eine Strecke, die geht über die Lokdo Departure nach Lokdo, geht weiter über Ortag, über Mipsi und von Mipsi direkt nach Charlie. Er hat zwar hier auch noch das Frankfurt VOR reingebracht, das nehmen wir jetzt einfach mal raus. Und wir gehen auf Analyze Route und auch hier sagt er, die Route ist valide. Sie ist in Ordnung. Also können wir diese Route schon mal nehmen. Wir haben eine Abflugsroute nach Lokdo für unser IFR und wir enden in Charlie. Das wäre jetzt der Flugplan, den wir generieren könnten. Das machen wir auch mal. Und jetzt gehen wir, wie auch im vorhergehenden Video erwähnt, auf Prefile on Network, hier unten bei VATSIM auf Prefile. Und wir sehen, alle Sachen sind übernommen worden. Und auch unsere Route bis Charlie. Jedoch fehlt auf dieser Route noch ein wichtiger Teil, denn ihr müsst ja auch mitteilen, wo ihr IFR canceln wollt. Dementsprechend müsste hinter Charlie, und das müsst ihr von Hand eintragen, VFR und dann DCT für VFR Direct. Was ich an eurer Stelle auch noch machen würde, wäre hier unten bei Remark reinzuschreiben, Yankee Flugplan IFR Cancellation.
Das sollten wir eintragen, denn im richtigen Leben würde bei Flight Rules eigentlich ein I für IFA, ein V für VFA oder ein Zulu oder Yankee drinstehen, was hier nicht möglich ist. Und dann könnt ihr den Flugplan ganz normal hier feilen, also auf Fileplan gehen. Noch ein Beispiel für einen Yankee-Flugplan. Wir wollen von Berlin nach Wangerooge fliegen. Das ist EDDB, Berlin, und Wangerooge ist EDWG. Das Flugzeug ist wieder die Beech King Air 200. Und jetzt hat er diese Route ausgewählt. Diese ganze Route ist, wie wir unten ja sehen können, 26,9% länger als die Direktroute. Das sind eines der Probleme, die ich festgestellt habe, was SimBrief hat, wenn es um eine Routenplanung geht, von einem IFR-Platz zu einem VFR-Platz. Was können wir in diesem bestimmten Beispiel tun? Wir können zum Beispiel auf Navigraph gehen, könnten hier sagen, auf Flights, New Flight, wir wollen von Berlin, Add to Route, in meinem Fall habe ich es schon drin, Destination, ansonsten müsst ihr hier auf Search gehen, EDWG, dann kommt hier Wangerooge, Add to Route, damit hättet ihr schon mal die Direktroute. Wenn ihr jetzt auf Auto Route geht und dann auf Low, wir sagen zum Beispiel, wir wollen unter 20.000 Fuß fliegen, Create, dann gibt er euch eine ganz andere Route, die auf jeden Fall schon mal direkter ist. Was ihr jetzt auch tun könnt ist, wir gehen auf Berlin, 4 Runways Available, dort gehen wir auf die 25 Links, das hat uns ja SimBrief ausgerechnet, also Add to Route. Und dort sehen wir die Departures, da gehen wir auch drauf und dann sehen wir schon ganz oben die Sukip 2 November von der 25 Links. Die adden wir jetzt mal zur Route, die machen wir jetzt mal dazu. Damit sehen wir die Sukip Departure hier über Isika bis nach Sukip. Wie bekommt ihr diese Route jetzt bei SimBrief rein? Nun ja, die Route wird hier oben angezeigt. Wenn die bei euch nicht sichtbar ist, dann kann es sein, dass die Route hier ausgeschaltet ist. Dann wird es so aussehen, dann müsst ihr die hier anschalten. Dann geht ihr ganz rechts auf den Stift, kopiert das Ganze mit Ctrl+C, geht in euer SimBrief und kopiert das hier rein. Ctrl+V. Und jetzt müsst ihr die Route analysieren. Und jetzt sagt er euch, die Route ist valide mit 16,2%. Ist auf jeden Fall besser als vorher. Und so würde ich die Route auch übernehmen. Dann machen wir wieder das gleiche, indem wir generieren. Wenn der Flugplan generiert ist, dann können wir hier oben auf Prefile on Network gehen, gehen auf VATSIM und machen Prefile. Und die Route ist wieder eingegeben hier und auch die ganzen Daten hier oben mit IFA. Jetzt müssen wir das gleiche wieder tun, dass der Controller auch weiß, dass wir einen Yankee-Flugplan aufgegeben haben, indem wir ganz unten reinschreiben Yankee Flight Plan, IFR Cancellation. Und hier oben in der Route, wir wissen ja, dass wir ab Golem VFR fliegen wollen, machen wir Leerzeichen und schreiben rein VFR DCT für Direct. Und damit weiß der Controller, wir nehmen die Sukip 2 November Departure über Sukip, Bumil, Golem und ab Golem canceln wir IFA, wir gehen auf VFA und fliegen dann direct zum Platz. Natürlich vorausgesetzt hier auch wieder, dass die Wetterbedingungen nach Sichtflugwetter sind. Wie würde es nun mit der Clearance aussehen? Nun, für uns erstmal ganz normal. Wir fragen an, indem wir sagen Berlin Delivery, Delta Echo Delta Tango Juliet at General Aviation Terminal, Information Bravo, Request IFR Clearance. Wie wird die Clearance jetzt für uns aussehen? Normalerweise würden wir bekommen, You're cleared to destination. In unserem Falle geht das nicht, denn wir haben ja gesagt, dass wir beim Charlie VUA IFR canceln wollen. Deswegen wird unsere Clearance wie folgt lauten. Delta Echo Delta Tango Juliet, Berlin Delivery. Startup is approved. Cleared to Charlie. Logdo 2 November Departure. Flight Plan Route. Climb. Altitude 5000 feet. Squawk 2215. Wir würden das Ganze zurücklesen und würden dann Readback Correct bekommen. Wir werden also nur geklärt bis Charlie VOA, denn dort haben wir auch im Flugplan gesagt, wollen wir den IFR canceln.
Wie canceln wir IFR? Ganz einfach. Sobald wir kurz vor Charlie sind, würden wir sagen, Radar, Delta Echo Delta Tango Juliet, Request to cancel IFR. Wenn wir uns im Luftraum Echo befinden, bekommen wir die ganz einfache Antwort, Delta Echo Delta Tango Juliet, IFR cancelled at 1520. Das ist die Zeit, wo gecancelt ist. Squawk VFR, approved to leave frequency, schönen Tag. Das lesen wir zurück, dass IFR gecancelt ist, dass wir VFR squawken und dass wir approved to leave frequency sind. Hier stehen wir nun in Egelsbach. Wir wollen also jetzt einen Flug durchführen von Egelsbach nach Berlin. Dazu schauen wir uns den Zulu-Flugplan an. Das ist der sogenannte IFR-Pickup-Flugplan. Hierzu gehen wir auch wieder in SimBrief und wir füllen die Sachen diesmal aus als Echo Delta Foxtrot Echo nach Berlin. Wir nehmen auch wieder das Flugzeug King Air 200 in diesem Falle, auch wenn das eines 350er ist. Dann werden wieder alle Sachen ausgefüllt. Callsign können wir Delta Echo Delta Tango Juliet nehmen. Und wir gehen hier auf VFR nach IFR. Und Scheduled Flight wird dann umgeändert in General Aviation. Die Route wurde berechnet und sieht auch gar nicht schlecht aus, denn sie geht über Charlie Zulus auf die Route über. Und hat am Ende auch ein IFR-Anflug, nämlich von Adkub auf die 25 links. Wir wissen auch anhand von unseren Karten, dass die Abflugsroute in Egelsbach entweder über Kilo, Echo oder Yankee geht und die sind alle drei in der Nähe von Charlie. Das würde also passen. Ich persönlich würde die Route jetzt so übernehmen und dementsprechend würde ich hier auf Generate Flight gehen und würde den Flugplan generieren. Nun können wir das Ganze Prefile on Network machen, wie wir es kennen mit VATSIM. Und wir sehen, alles ist übernommen worden. Wir haben VFR Flug Rules, Flight Rules. Und da können wir gleich schon bei Remark eintragen, Zulu Flight Plan, IFR Pickup. Nachdem wir dies gemacht haben, gehen wir zur Route. Und dort sehen wir ja unsere gesamte Route. Wir müssen allerdings dem Controller mitteilen, wo wir den IFR Pickup haben möchten. Denn ab Zulus sind wir auf jeden Fall auf einem Airway, auf einer Luftstraße, nämlich der Zulu 1-2. Um uns jetzt zu helfen, was wir noch zusätzlich eintragen müssen, da SimBrief das nicht macht, gehen wir mal kurz zurück auf SimBrief. Und dort finden wir unter Route den ATC Flight Plan. Und dort kopieren wir uns mal raus unsere Geschwindigkeit, nämlich die November 0276, das sind Knoten, 276 Knoten, Flugfläche 250, also Flight Level 250. Das kopieren wir uns jetzt mal raus. Wie sagen wir dem Controller nun, dass wir ein Charlie, ein IFR Pickup machen? Nun zum einen tragen wir DCT leer Charlie ein, denn wir sagen ihm, wir fliegen direct nach Charlie und ab Charlie wollen wir den IFR Pickup haben. Deswegen machen wir hier einen Querstrich rein und machen jetzt mit Ctrl V, kopieren wir das rein, was wir eben aus dem ATC Flugplan bei SimBrief kopiert haben. Nämlich unsere Geschwindigkeit, Knoten 276, Flight Level 250. Und danach machen wir ein Leerzeichen und schreiben IFR hin. Was haben wir jetzt gemacht? Der Controller weiß also jetzt, wenn er sich unseren Flugplan anschaut, dass wir aus Egelsbach starten und da VFR Flugregeln sind. Wir gehen direkt nach Charlie, haben dort eine Geschwindigkeit von 276 Knoten. Wir wollen auf Flight Level 250 steigen und unter IFR-Bedingungen geht es dann weiter direkt nach Zulus über den Airway bis nach Berlin. Gleichzeitig haben wir hier auch noch reingeschrieben, dass es ein Zulu Flight Plan ist, denn das wird leider auch von SimBrief nicht simuliert. Und wir könnten jetzt den Flugplan ganz normal abchecken. Wie sieht es nun bei einem Zulu-Flugplan aus? Wie können wir einen IFR-Pickup machen? Ganz einfach, wir verlassen Egelsbach, ganz normal, VFR. Sobald wir in die Nähe von Charlie VOR kommen, gehen wir auf die Frequenz, auf die IFR-Frequenz, zum Beispiel Langen Radar und melden uns, indem wir sagen, Langen Radar, schönen guten Tag, Delta Echo Delta Tango Juliet. Daraufhin kommt wahrscheinlich Delta Echo Delta Tango Juliet, this is Langen Radar, pass your message oder go ahead. Dann können wir unseren Clearance Request machen, indem wir sagen,
Delta Echo Delta Tango Juliet, Beach King Air 350, departed Egelsbach, 10 miles west of Charlie VOR, 4000 feet, request IFR clearance to Berlin. Dort haben wir mitgeteilt, wo sind wir gestartet, wo befinden wir uns jetzt, wie hoch sind wir und was wollen wir haben. Die IFR clearance. Daraufhin werden wir wahrscheinlich die Antwort bekommen, Delta Echo Delta Tango Juliet, Squawk 2140, QNH 1010. Wir bekommen also erst den Squawk und den QNH gesagt. Das lesen wir natürlich zurück. Und erst dann bekommen wir die Clearance. Warum ist das so? Weil der Controller uns erst identifizieren muss. Deswegen wird dann der nächste Call von ATC sein, Delta Echo Delta Tango Juliet. You are identified. You are cleared to Berlin via Charlie VOR. Flight planned route. Climb flight level 250. IFR starts passing 5000 feet. Das lesen wir nun auch wieder zurück. Und dann bekommen wir Readback correct. Tja, leider ist es noch nicht möglich, in SimBrief die Zulu- oder Yankee-Flugpläne automatisch herzustellen. Da müssen wir einen Weg finden, wie wir drumherum arbeiten können. Dies ist dann leider etwas mehr Aufwand. Wenn ihr euch mit SimBrief und Navigraph beschäftigt, dann denke ich, habt ihr auch gute Möglichkeiten, so einen Zulu- oder Yankee-Plan schnell selbst herstellen zu können. Solltet ihr noch weitere Fragen haben, so schreibt die bitte in die Kommentare rein. Ich versuche die natürlich zu beantworten. Ansonsten könnt ihr auch gerne auf den Discord kommen. Dort könnt ihr auch Fragen stellen und die Fragen werden dort auch beantwortet. Ich hoffe, es hat euch gefallen und es war hilfreich. Sollte dem so sein, so würde ich mich natürlich immer über einen Daumen nach oben freuen. Selbstverständlich könnt ihr auch den Kanal abonnieren, damit ihr keine weiteren Tutorials verpasst. Ansonsten wünsche ich euch wie immer einen wunderschönen Tag. Habt eine schöne Woche, genießt das Fliegen und always happy landings. United 2013, crossing 25 right, ground point 75. 75 right, Juliet, ground 5, 75, United 20.